jetzt in Reclaim sehr viel mit Technik zu tun. Einerseits mit Maschinen, also die sogenannten Pilots, das heißt die industriellen Partner, die dann wirklich ganz konkrete Nutzerfälle haben und wo Techniken zum Einsatz kommen. Und andererseits die entwickelnden Partner, die forschenden Partner, die in unserem Fall Software vor allem bereitstellen, aber auch ein gewisses Hardware-Sensornetzwerk, was dann vor Ort an den Maschinen installiert wird. Und das muss natürlich zusammenkommen. Also sowohl einerseits die sehr industrielle Sicht aus der Praxis und dann aber dieser Entwicklungsteil und Forschungsteil, der am Anfang eher noch theoretisch ist. Also es gibt durchaus auch Ergebnisse, die zum Beispiel im akademischen Bereich weiter genutzt werden können. Also in Form von zum Beispiel einem Masterstudienprogramm, was um ein gewisses Thema sich herum zentriert. Oder im Falle von, bei uns haben wir es auch dabei, Standardization, dass wir so eine Art gesellschaftlichen Beitrag leisten, in dem Sinne, dass Standards definiert werden, die jetzt nicht direkt kommerziell einen Nutzen haben, aber die innerhalb der Industrie zum Beispiel genutzt werden können, um vergleichbare Ausgangsbasis zu schaffen und eine Guideline zu schaffen, die dann wiederum in einer verschiedenen Branche hilft. Ich glaube, von dem Portfolio, was wir momentan abdecken, wird mit Sicherheit 1 oder 2 Standards in Richtung einerseits der Sensortechnik vielleicht, die man anwendet, andererseits, wie man solche Key Performance Indicator, also Kennzahlen definiert oder was da jetzt wichtig ist, aber konkret auf bestimmte Anwendungsbereiche bezogen, also nicht sehr abstrakt allgemein, sondern wirklich schon auf bestimmte Anwendungsbereiche bezogen. Und ich denke durchaus, dass da Potenzial besteht, dass man sowas nutzen kann und dass es wiederum den Branchen hilft. Also es stimmt durchaus, dass wir eine ganze Bandbreite an Branchen schon im Projekt abdecken. Aber man muss irgendwo anfangen. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen der Kern, mit dem wir jetzt starten, dass man an sehr, sehr konkreten Beispielen anfängt und da eben merkt, an welche Probleme, an welche Herausforderungen man stößt, um das überhaupt erstmal in der Pilotphase ans Laufen zu bekommen. Und dann ist natürlich eine ganz wichtige Frage, wie kann man das potenzieren oder skalieren auf andere Bereiche und welche möglichen Sektoren oder andere Branchen können davon einen Nutzen tragen. Realistisch gesehen wird es dazu kommen, dass man in einzelnen kleineren Gruppen, also dass sich kleinere Gruppen zusammenfinden zwischen den Industriepartnern oder diesen Anwendungsfällen und den entwickelnden Partnern und dann einzelne Bereiche, einzelne Software-Tools, einzelne Hardware-Komponenten aber auch, die nötig sind, dass man da Pakete schnürt und die kommerziell auch weitertreibt aus eigenem Interesse. Ich glaube, das, was sehr, sehr schwierig ist und wo wir echt auch vor einer riesen Herausforderung stehen, dieses große Gebilde, also die ganz große Idee, alles ineinander zu integrieren und dafür jemanden zu finden, der das dann auch hauptverantwortlich quasi weiterträgt und in die Hand nimmt und vermarktet. Aber ich sage mal, eine Handvoll von diesen wirklich sehr vielversprechenden Lösungen werden wir auf jeden Fall bei rumbekommen. Ja.